Stellen Sie sich vor, Sie sind Paläoanthropologe und öffnen einen weiteren Grabungsquadranten in einer Höhle auf einer abgelegenen indonesischen Insel, in der Erwartung, die Knochen eines weiteren alten, aber im Grunde vorhersehbaren menschlichen Vorfahren zu finden. Und stattdessen finden Sie dort fast ein vollständiges Skelett einer erwachsenen Frau, die etwas mehr als 1 Meter groß ist, mit einem schrumpfgroßen Schädel und einem Gehirn, das fast so groß ist wie das eines Schimpansen. Und das alles, obwohl sie, dem Fundschicht nach zu urteilen, ein Zeitgenosse der letzten Mammuts gewesen sein könnte. Die erste Reaktion eines großen Teils der wissenschaftlichen Welt im Jahr 2004 war einfach: Das kann nicht sein. Geben Sie ein Like, wenn die Geschichte über das Skelett eines erwachsenen Menschen, der etwas mehr als 1 Meter groß ist und dort gefunden wurde, wo niemand ihn erwartet hätte, Ihnen bereits einen Grund gibt, Ihre Angelegenheiten beiseite zu legen und herauszufinden, was vor sich geht. Die Höhle, in der dieser Fund gemacht wurde, nennen die Einheimischen Liang Bua, kühle Höhle. Sie liegt auf der indonesischen Insel Flores, etwa 500 Kilometer östlich von Java. Die Ausgrabungen dort wurden im Jahr 2003 von einem Team unter der Leitung des Archäologen Mike Morwood durchgeführt. Das erste und vollständigste Skelett erhielt die Bezeichnung LB1. Eine erwachsene Frau von etwa 1,5 Meter Größe mit einem Gehirnvolumen von etwa 400 Kubikzentimetern, vergleichbar mit dem eines Schimpansen und kleiner als das der meisten bekannten frühen menschlichen Vorfahren. Neben ihr und in benachbarten Schichten wurden später fragmentarische Überreste von mindestens 13 weiteren Individuen, Steinwerkzeuge und die Knochen von Zwergelefanten der Gattung Stegodon gefunden, die diese Wesen offenbar jagten. Die Presse taufte den Fund fast sofort Hobbits. Und dieser Spitzname setzte sich hartnäckiger durch als der offizielle lateinische Name Homo floresiensis. Zumal der Artikel mit der Beschreibung der Art, verfasst vom Anthropologen Peter Brown und Mike Morwood, nur wenige Monate nach Beginn der Ausgrabungen im Journal Nature erschien, was für solche Veröffentlichungen an sich schon rasant war. Hier zeigte sich auch das erste echte Paradoxon dieser Geschichte. Die neben den Überresten gefundenen Steinwerkzeuge waren keineswegs primitive Splitter. Es waren recht sorgfältig bearbeitete Schaber- und Schneidwerkzeuge, deren Komplexität mit denen vergleichbar war, die anderswo auf der Welt von weitaus größerhirnigen Vertretern der Gattung Homo hergestellt wurden. Ein Wesen mit einem Gehirn von der Größe eines Schimpansengehirns schien stabil Werkzeuge herzustellen, die nach allen bisherigen Vorstellungen deutlich mehr Gehirnmasse erfordert hätten. Abonnieren Sie den Kanal. Je genauer die Wissenschaftler das Skelett LB1 untersuchten, desto schwieriger wurde es, es mit einer einfachen Geschichte über einen kranken, modernen Menschen zu erklären. Obwohl genau das ein großer Teil der wissenschaftlichen Gemeinschaft zunächst versuchte, den Fund zu erklären. Die Alternative erschien zu unglaublich, dass eine Art mit einem Gehirn fast wie das eines Affen nach ersten Schätzungen des Fundalters buchstäblich bis in die Zeit überlebte, als anderswo auf den Kontinenten bereits die ersten Siedlungen gebaut wurden. Eine Diagnose nach der anderen wurde vorgeschlagen: Mikrozephalie, Laron-Syndrom, angeborener Hypothyreose, Down-Syndrom. Jede sollte das geringe Wachstum und die seltsamen Proportionen des Schädels von LB1 als individuelle Pathologie eines modernen Menschen erklären, nicht als Merkmal einer separaten Art. Aber detaillierte Vergleichsstudien des Kiefers, des Schädeldachs und der Proportionen der Gliedmaßen bestätigten immer wieder keine dieser Versionen. LB1 hat zum Beispiel kein knöchernes Kinn, aber auf der Innenseite des Unterkiefers befinden sich 2 knöcherne Wülste. Eine Kombination von Merkmalen, die für weitaus ältere Vertreter der Gattung Homo charakteristisch ist und keineswegs für Menschen mit Down-Syndrom oder andere der vorgeschlagenen Pathologien. Jahr für Jahr schrumpfte die Liste der alternativen Diagnosen und die Hypothese einer separaten, bisher unbekannten Menschenart wurde immer überzeugender.
Ein weiterer wichtiger Punkt war die Untersuchung nicht nur der Form, sondern auch des inneren Aufbaus des Schädels LB1. Die Forscher erstellten einen virtuellen Abdruck der Schädelhöhle, einen Endokast, und verglichen ihn mit Endokasts von Mikrozephalen, modernen Menschen und anderen Arten der Gattung Homo. Wäre es tatsächlich nur ein verkleinerter menschlicher Gehirn gewesen, hätten seine Proportionen und die relative Entwicklung einzelner Lappen die Proportionen eines gesunden Homo sapiens widerspiegeln müssen. Stattdessen zeigte der Endokast von LB1 eine eigene, unabhängige Struktur, die weder auf Mikrozephalie noch auf eine einfache proportionale Verkleinerung zurückzuführen war. Ein weiterer Beweis dafür, dass die Wissenschaftler es nicht mit einem kranken, modernen Menschen zu tun hatten, sondern mit einem Vertreter eines eigenständigen, unabhängig entwickelten Zweigs im Stammbaum der Gattung Homo. Mehrere Jahre lang versuchte man, denselben Fund unter das gewohnte Weltbild zu zwingen, und jedes Mal scheiterte man. Ein weiterer Grund für die heftigen Debatten war das Alter des Fundes. Nach ersten Schätzungen waren die jüngsten Schichten mit den Überresten von Homo floresiensis nur 12.000 Jahre alt, also nach geologischen Maßstäben buchstäblich gestern, lange nachdem sich moderne Menschen bereits weit auf der Erde ausgebreitet hatten. Ausgrabungen von 2007 bis 2014 und eine erneute, wesentlich sorgfältigere Analyse der Stratigraphie der Höhle, die 2016 veröffentlicht wurde, zeigten jedoch, dass das tatsächliche Bild komplexer war. Die Schichten in der Höhle verliefen nicht so gleichmäßig, wie es auf den ersten Blick schien, und an einigen Stellen sanken spätere Ablagerungen buchstäblich in ältere ein. Nach Überprüfung der Datierungen stellte sich heraus, dass die Überreste von Homo floresiensis in Liangbua aus der Zeit von etwa 100 bis 60.000 Jahren vor heute stammen und die Art selbst offenbar vor etwa 50.000 Jahren von der Insel verschwand. Deutlich früher als ursprünglich angenommen, aber immer noch erstaunlich spät für ein Wesen mit einer so archaischen Körperstruktur. Abonnieren Sie den Kanal. Und wie sich herausstellte, war die Geschichte dieser Art auf Flores viel länger, als selbst das Skelett LB1 allein erzählen konnte. Im Jahr 2016 wurde an einer anderen Stelle der Insel, in der Gegend von Mata Menge, etwa 70 Kilometer von Liangbua entfernt, ein Kieferfragment und mehrere Zähne eines erwachsenen Exemplars gefunden, das etwa 700.000 Jahre alt war. Also um ein Vielfaches älter als das Skelett LB1. Diese Überreste erwiesen sich als ebenso winzig wie die späteren Funde und in einigen Parametern sogar noch kleiner. Das bedeutete, dass die Vorfahren der Hobbits von Flores bereits vor 700.000 Jahren ebenso zwergenhaft waren. Sie stammen offenbar von Vertretern der Art Homo erectus ab, deren größere Verwandte sich über einen großen Teil Asiens ausbreiteten und nach ihrer Ankunft auf der Insel einer rasanten, nach evolutionären Maßstäben, Verkleinerung unterworfen wurden, bekannt als Inselverzwergung. Unter den begrenzten Ressourcen der Insel und dem Fehlen großer Raubtiere bot die Energieeinsparung zur Aufrechterhaltung eines großen Körpers oft einen evolutionären Vorteil. Inselverzwergung ist bei weitem kein Einzelfall und gerade deshalb war sie als Arbeitshypothese leichter zu akzeptieren. Die Knochen von Zwergstegodons, die neben den Überresten von Homo floresiensis gefunden wurden, sind ein Beispiel für denselben Prozess, nur bei Rüsseltieren und nicht bei Menschen. Auf der Wrangel-Insel im Arktischen Ozean lebten Mammuts fast bis zur Ära der altägyptischen Pyramiden in Form einer zwergenhaften Inselform, die nur wenig höher als ein heutiges großes Pony war. Auf den Mittelmeerinseln gab es zu verschiedenen Zeiten zwergenhafte Elefanten- und Flusspferdarten von der Größe eines mittelgroßen Hundes. Flores hat offenbar gleichzeitig mit zwei verschiedenen Linien großer Säugetiere, Elefanten und Menschen, ein ähnliches Experiment durchgeführt und in beiden Fällen war das Ergebnis erstaunlich ähnlich. Geben Sie einen Daumen hoch,
wenn sie die Vorstellung, dass winzige Vorfahren von Hobbits noch viele 100.000 Jahre vor dem Erscheinen des modernen Menschen irgendwo auf der Welt auf Flores umherstreiften, genauso faszinierend finden. Aber bevor die Vorfahren von Homo floresiensis auf der Insel landeten, mussten sie irgendwie dorthin gelangen. Und hier beginnt ein weiteres, separates Rätsel. Flores liegt in der sogenannten Wallacea, einer Inselgruppe zwischen Asien und Australien, die offenbar nie durch Landbrücken mit den Nachbarkontinenten verbunden war, selbst in Zeiten des niedrigsten Meeresspiegels während der Eiszeiten. Um nach Flores zu gelangen, mussten die Vorfahren der Hobbits, Vertreter einer Art, denen traditionell keine Fähigkeit zur gezielten Seefahrt zugeschrieben wurde, irgendwie offenes Wasser überqueren. Einige Forscher vermuten eine zufällige Reise auf natürlichen Flößen aus verhedderter Vegetation, die von einem Sturm oder Tsunami vom Ufer gerissen wurden. Andere schließen nicht aus, dass primitive Schwimmkörper auch bewusst geschaffen worden sein könnten. So oder so wirft die Tatsache dieser Reise eine unbequeme Frage auf. Vielleicht muss die Vorstellung davon, welche Fähigkeiten unseren viel älteren und scheinbar primitiveren Verwandten zur Verfügung standen, überdacht werden. Flores ist in diesem Sinne nicht allein. Auf der Nachbarinsel Sulawesi, ebenfalls durch eine tiefwasserführende Meerenge von Festlandasien getrennt, wurden Spuren der Anwesenheit früher Vertreter der Gattung Homo in einer Tiefe entdeckt, die mindestens 100.000 Jahre alt ist. Das heißt, ein archaischer Verwandter des modernen Menschen überquerte in dieser Region nicht nur einmal, sondern an mehreren Orten offenes Wasser. Für Wesen, die lange Zeit ausschließlich als landlebend und unfähig zu bewussten Seereisen angesehen wurden, erscheint eine solche Regelmäßigkeit fast provokativ. Möglicherweise fiel es frühen Homo-Arten viel leichter, Wasserflächen zu überwinden, als man bisher annahm. Die Frage ist nur, ob dies durch Zufall geschah, wie ein Sturm, der eine schwimmende Vegetationsinsel mitriss, oder durch etwas, das einem bewussten, wenn auch primitiven Plan ähnelte. Abonnieren Sie den Kanal. Und die Insel, vom Rest der Welt durch offenes Wasser getrennt, birgt noch einen weiteren, den letzten Teil dieser Geschichte für heute, einen viel menschlicheren als Knochen und Datierungen. Auf Flores gibt es bis heute lokalen Folklore über Wesen, die Ebu-Gogo genannt werden. Kleine, behaarte Waldwesen von der Größe eines Kindes, die, wenn man den Legenden glaubt, Essen von Feldern stahlen und eine Art menschlicher Sprache sprachen, indem sie vor sich hin murmelten. Nach lokalen Legenden lebten diese Wesen bis vor relativ kurzer Zeit auf der Insel, nach einigen Versionen der Legenden bis zur Ankunft der niederländischen Kolonisatoren auf der Insel. Einige Anthropologen vermuten vorsichtig, dass eine solche Folklore aus den Echos realer Kontakte der Vorfahren der heutigen Bewohner von Flores mit den letzten aussterbenden Populationen von Homo floresiensis entstanden sein könnte. Oder, was nicht weniger wahrscheinlich ist, dass sie einen gewöhnlichen Mythos ohne direkte Verbindung zu einer bestimmten ausgestorbenen Art darstellt. Es gibt keine strengen Beweise für diese Verbindung, und das ist vielleicht der spekulativste Teil der gesamten Geschichte. Aber die Tatsache, dass Legenden über kleine Waldmenschen gerade auf der Insel existieren, auf der die Knochen echter kleiner Menschen gefunden wurden, ist zu neugierig, um sie nicht zu erwähnen. Der Anthropologe Gregory Forth, der jahrelang die Folklore von Flores studierte, stellt fest, dass sich die Erzählungen der Inselbewohner über Ebu-Gogo von typischen Mythen über Geister und Dämonen unterscheiden. Sie enthalten viel mehr konkrete, fast alltägliche Details, Beschreibungen der Gangart, der Geräusche, die diese Wesen von sich gaben, der Umstände der letzten, laut Legenden, Zusammenstöße mit ihnen, was insgesamt charakteristischer für mündliche Erzählungen über reale, wenn auch ausgestorbene Tiere oder Menschen ist, als für rein mythologische Figuren. Irgendwo an der Grenze zwischen Wissenschaft und lokaler Folklore könnte sich bis heute die Erinnerung an eine Art erhalten haben, die von der Wissenschaft erst vor 2 Jahrzehnten offiziell anerkannt wurde.
Heute bleibt Homo floresiensis eine der eindrücklichsten Erinnerungen daran, dass die Geschichte der Gattung Homo viel verzweigter war, als es noch zu Beginn der 2000er Jahre schien. Parallel zu den Vorfahren des modernen Menschen existierten auf verschiedenen Kontinenten und Inseln in denselben Zehntausenden von Jahren Neandertaler, Denisovaner und offenbar auch diese winzigen Bewohner einer verlorenen indonesischen Insel. Das bedeutet, dass vor 50.000 bis 60.000 Jahren mindestens 4, wenn nicht mehr verschiedene Arten der Gattung Homo gleichzeitig auf dem Planeten existieren konnten, und nur eine von ihnen, unsere eigene, hat bis heute überlebt. Es ist bisher nicht gelungen, alte DNA aus den Knochen von LB1 zu extrahieren. Das feuchte Tropenklima von Flores zerstört genetisches Material viel schneller als die kalten Höhlen Europas oder Sibiriens, wo die Genome von Neandertalern und Denisova-Menschen erfolgreich entschlüsselt wurden. Das lässt die vielleicht interessanteste Frage von allen offen. Haben sich die Vorfahren des modernen Menschen, die Flores erreichten, mit den einheimischen Hobbits vermischt, so wie es anscheinend mit Neandertalern und Denisova-Menschen in anderen Teilen der Welt geschah? Oder lebte Homo floresiensis seine gesamte Geschichte in völliger genetischer Isolation vom Rest der Menschheit? Bislang gibt es keine direkte Antwort auf diese Frage, und die endgültige Klärung werden vielleicht zukünftige Ausgrabungen bringen, auf Flores oder auf einer der benachbarten, noch unerforschten Inseln Valesias. Wenn die Geschichte wie ein winziges Skelett aus einer Höhle auf einer indonesischen Insel dazu zwang, die Vorstellung davon, was es überhaupt bedeutet, ein Mensch zu sein, zu überdenken, für Sie genauso erstaunlich war wie für mich, dann geben Sie diesem Video einen Daumen hoch, abonnieren Sie den Kanal und schreiben Sie in die Kommentare, welches Detail dieser Geschichte, das Skelett selbst, die Debatte über seine Natur, die winzigen Vorfahren im Alter von 700.000 Jahren oder die Legenden über die Ebu Gogo Sie am meisten beeindruckt hat. Weitere Geschichten über Funde, die die Wissenschaft dazu bringen, ihre eigenen Regeln zu ändern, werden hier auch weiterhin erscheinen.